wo ich das drehe, ist Freitag, der 13. um 3:03 Uhr. Und was könnte man da nicht Besseres machen, als eure Spooky Stories wieder zu lesen? Hier in der Unterkunft in den USA. Und zwar einmal hier im Flur und dann in den gruseligen Wandschränken. In Amerika gibt es ja solche Wandschränke und hier gibt es 2 große und die sind mega unheimlich irgendwie. Da könnte ich auch noch weitere Spooky Stories lesen, wenn ich das Ganze auch noch draußen machen soll, vielleicht auch am Pool, hier in der Area. Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Bei 8000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid, schreibt weitere Spooky Stories unbedingt in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir werden jetzt hier mit 3 Spooky Stories starten. Dann gehen wir in den ersten Wandschrank und dann in den zweiten. Hoffentlich passiert nichts Unheimliches. Hier ist meine Spooky Story. Vor ein paar Monaten wollte ich halt schlafen, hab mir am nächsten Morgen einen Wecker gestellt und am nächsten Morgen hat der halt geklingelt. Ne? Halt normale Alexa. Aber wir haben halt 2 Alexas und beide haben geklingelt, obwohl ich nur die eine benutzt habe. Das war schon creepy. Aber ein paar Tage später waren meine Mutter und ich am Chillen auf dem Sofa. Und auf einmal fängt die Alexa in der Küche irgendwas Gruseliges an zu labern. Meine Mutter und ich hatten halt Angst, weil Bro, warum redet sie einfach so? Abends im Bett. Du musst dir so vorstellen, dass wir eine kleine Wohnung haben und die Küche direkt neben dem Schlafzimmer von meiner Mutter ist. Haben wir die Hunde aufs Bett genommen und mit denen geschmust. So halt, du checkst. Und auf einmal guckt mein Hund so in die Luft und kläfft dabei. Meine Mutter und ich hatten dann auf jeden Fall sehr viel Angst. Und dann hat wieder die Alexa was geredet. Meine Mutter denkt bis heute noch, dass unser Zuhause verflucht ist und unsere Hunde sehen öfter etwas. Liebe deine Videos, Dankeschön und oh mein Gott, wie gruselig ist das denn? Also, ich glaube ja, Tiere können irgendwas sehen, was wir nicht sehen können. Und da garantiert auch. Fluffy guckt auch manchmal so komisch zum Fenster, vor allem unten. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand durch den Garten läuft oder ob da irgendwas Gruseliges ist. Manchmal guckt sie auch in den Flur, der plötzlich anfängt zu flackern mit dem Licht. Also ich fühl's, ich checke sowas von. Aber ja, sehr gruselig mit der Alexa. Warum höre ich so oft, dass irgendwie Leute so Situationen haben, wo die Alexa einfach angeht? Oder auch Siri? Super oft. Kommen wir auch zur nächsten Spooky Story. Hey Becky, das ist meine Spooky Story. Also ich war da so 6 bis 5 Jahre alt und da war ich so ganz gemütlich am Essen mit meiner Mama. Und meine Mama wollte ins Wohnzimmer gehen und den Fernseher ausmachen. Ich bin mitgekommen, weil ich nicht alleine in der Küche sein wollte. Und dann gucke ich so auf den Balkon und dann sehe ich einen fetten grauen Drachen, der mich so angrinst. Was? Hast du es geträumt, oder? Und ich sagte dann so zu meiner Mama, Mama, da ist ein Drache auf dem Balkon. Meine Mama hat dann hingeguckt und er war weg. Bis heute weiß ich nicht, wer das war und es war kein Traum. So viel zum Thema Träume, ne? Ich hab's ja gesagt, Träume vergisst man ja und ich kann ihn sogar zeichnen. Ich weiß genau noch, wie der aussah. Ich bin so ein Riesenfan von dir, kannst du mich grüßen? Heiße Ella, ganz liebe Grüße an dich. Hattet ihr auch schon mal so Momente, ihr denkt, ihr seht irgendwie etwas und dann wisst ihr nicht so ganz, könnt ihr euch noch selbst trauen? Habt ihr es gerade wirklich gesehen, bemerkt? War es nur Einbildung? Vielleicht war es ja tatsächlich ein Traum? Keine Ahnung. Sehr merkwürdig aber. Kommen wir auch schon zur nächsten Spooky Story, bevor wir gleich in den gruseligen Wandschrank gehen. Bislang ist jetzt noch nichts Creepiges passiert, aber ja, ich bin hier zwischen 3 Türen. Zufall, ich glaube nicht. Okay, hier ist die nächste Spooky Story. Hi Becky, hier ist meine Spooky Story. Es ist dieses Jahr passiert. Also eine Freundin hat bei mir übernachtet. Und wenn eine Freundin bei mir übernachtet, sind wir ungefähr bis 3 Uhr wach. Das könnte ich sein. Es war 23 Uhr und alle haben geschlafen, außer wir beide. Um 0 Uhr ist auf einmal mein Fernseher angegangen. Wir schalteten ihn sofort aus und fingen an zu filmen, falls der Fernseher wieder angehen sollte. Ich fühle es und wahrscheinlich passiert dann gar nichts mehr, oder? Wir machten mein Bett fertig und ich habe mich an meiner Hand verletzt. Dann gingen wir schlafen. In der Früh erzählten wir es meiner Mutter, doch sie glaubte uns nicht, bis sie in mein Zimmer ging und der Fernseher an war. Das war meine Spooky Story. Kannst du mich grüßen? Ganz liebe Grüße an dich. Auf jeden Fall steht hier jetzt kein Name, aber fühl dich gegrüßt und danke für deine Spooky Story. Sehr creepy. Aber ich sag dir ja, ne? Wenn du dann etwas filmen willst, passiert plötzlich gar nichts mehr. Es ist immer so. Ich verstehe es einfach nicht, aber zumindest hat die Mutter dann gesehen, dass plötzlich der Fernseher doch an war. Warum war der Fernseher an? Ich glaube, das werden wir niemals erfahren. Und wir werden jetzt zusammen in den ersten Wandschrank gehen. Creepy Wandschrank, Leute. Mit so allerlei Zeug drin. Kommen wir jetzt zur nächsten Spooky Story. Hier zwischen dem ganzen Zeug. Hi Becky, hier ist meine Spooky Story. Also ich war im Sommer im Garten und meine Mama hat ganz normal Wäsche aufgehangen. Dann habe ich kurz unter die... Was war das? Leute, was war das?
Habt ihr es gehört? Irgendwas war da. Hallo? Ich schwöre, irgendwas hat gerade an der Tür da geruckelt. Leute, ich habe offiziell Angst. Okay, keine Ahnung, was das war, aber egal, wir machen jetzt einfach weiter. Ich habe kein Fenster offen. Leute, ich weiß auch gar nicht, wie die Fenster hier aufgehen. Keine Ahnung. Hi Becky, hier ist meine spooky Story. Also ich war im Sommer im Garten und meine Mama hat ganz normal Wäsche aufgehangen. Dann habe ich kurz unter die Schaukel geguckt und habe einen Riesenfuß gesehen. Wie von einem schwarzen Panda. Ich bin nach oben gerannt zu Mama. What? Und hab geweint. Aber sie hat mich dann gehört und hat gesagt, wo warst du denn die ganze Zeit? Und warum weinst du? Ich war doch nur einkaufen. Dabei war sie oben und hat die Wäsche aufgehangen. Ich weiß bis heute nicht, was das für ein Fuß war und was Mama erzählt hat. Das war meine Spooky Story. Ich liebe deine Videos. Dankeschön, ganz liebe Grüße an dich. Und wie könnt ihr euch das erklären? Habt ihr eine Erklärung dafür? Ich nicht. Leute, ich finde das mega unheimlich. Vor allem, was ist das mit der Mama? Sie hat doch angeblich die Wäsche aufgehangen. Aber sie sagt, sie war einkaufen. Wer war das? Wer war das? Kommen wir auch schon zur nächsten Spooky Story, Leute. Ich muss mich hier beeilen. Ich finde das so gruselig hier. Ich finde solche Wandschränke unfassbar unheimlich. Hi Becky, meine Spooky Story. Ich war alleine zu Hause. Meine Eltern waren einkaufen und plötzlich hörte ich ein Geräusch. So ein Knacken aus der Küche. Es war 17 Uhr, by the way. Ich dachte, meine Eltern sind zurück, aber dann haben sie mir geschrieben, dass sie jetzt auf dem Weg nach Hause waren. Plötzlich hörte ich, wie jemand die Treppen hochgeht. Ich habe mich erstmal mit meiner Lampe bewaffnet und dann riss ich meine Tür auf, aber da war nichts. Nachdem meine Eltern nach Hause gekommen sind, habe ich es ihnen erzählt und wir haben das ganze Haus abgesucht und haben nichts gefunden. PS, liebe deine Videos. Dankeschön. Und das ist gruselig. Danke fürs Teilen, das ist der absolute Horror. Aber ich finde das toll, dass die Eltern mitgesucht haben, weil die meisten nehmen einen ja nicht ernst, ne? Mega unheimlich und ich weiß nicht, warum ich hier so einen fetten Pickel habe. Es nervt mich sowas von. Aber bitte nicht drauf achten, aber ihr habt wahrscheinlich eh drauf geguckt. Egal. Aber der ist auch gruselig. Alter, hier ist so viel Krempel. Das ist so ein richtiger amerikanischer Wandschrank, Leute. Auch mit dem Zeug hier. Hier haben wir ein Surfbrett, Basketbälle, irgendwie so Reisetaschen, Tennisschläger, keine Ahnung. Es ist so unheimlich hier. Also findet ihr es nicht creepy? Ich finde es mega unheimlich. Ich habe mir jetzt so ein Licht hier reingemacht, weil hier ist kein Licht oben dran. Also ich weiß nicht, wie es angeht. Aber ja, mega unheimlich einfach. Vor allem, das ist so ein richtiger Raum. Bei uns wäre es locker schon so ein halbes Zimmer. Die Wandschränke sind echt groß. Und wir wechseln jetzt den Wandschrank. Hier haben wir den nächsten Wandschrank und der ist auch mega unheimlich. Hier ist zwar weniger Zeug drin, aber... Wir machen mal hier die Tür zu. Der ist noch größer, aber das Gruselige ist nicht nur dieser, ja, Schrank an sich, sondern der Spiegel, Leute. Den finde ich so gruselig. Hallo! Auf jeden Fall mega unheimlich. Ich finde das mega creepy, so ein Riesenspiegel einfach. Und im Zimmer daneben ist einfach mal so ein ovaler und ich habe das Gefühl, der ist verflucht. Becky, ich liebe deine Videos und du bist so hübsch. Dankeschön, wie süß ist das denn? Hier sind meine Spooky Stories. Ich war alleine zu Hause. Hab mit meinem Handy Harry Potter Zauberstab gespielt. Ich war so 10. Auf einmal geht das Licht aus und wieder an. Ich habe so Angst bekommen. Oh mein Gott, kurz und knapp, aber so gruselig. Irgendwas ist da anwesend. Zweite Spooky Story. Ich war so ungefähr 10 Jahre alt, als ich und meine Freundinnen auf dem Spielplatz gegangen sind. Und um die Ecke stand eine Puppe, die man nur von da aus gesehen hat. Wir haben nur kurz weggeguckt. Auf einmal war sie komplett zugerichtet. In dem Sinne, dass die Augen... Okay, das lassen wir mal weg. Und sie aussah wie eine Horrorfigur. Wir sind direkt zu mir nach Hause. Ich wohnte neben dem Spielplatz. Meine Mutter hat sie auch gesehen. Wir wohnen da immer noch. Okay, das ist krass. Was hat deine Mom dazu gesagt? Schreib's mir mal gerne in die Kommentare, weil das hast du nicht dazu gesagt. Das hätte mich mal super interessiert. Hat sie auch Angst bekommen? Ich glaube, der Spielplatz ist irgendwie verflucht. Hier ist meine Spooky Story. Ich war mit meiner Bestie um 22 Uhr mit dem Hund raus. Wir hatten beide schon ein bisschen Angst. Auf einmal stand da so ein Typ, der so aussah wie ein Strichmännchen. Was für Strichmännchen? Hatte er ein... Es gibt ja so Kostüme von Strichmännchen. Oder sah aus wie Slenderman. Das ist jetzt die Frage. Es gibt ja so Kostüme, ne? Strichmännchen-Kostüme hatte ich auch schon mal. Und er hat uns gewunken. Was? Wir sind um unser Leben gerannt. Lucky, mein Hund, hätte bei Olympia mitmachen können, dass sie so schnell gerannt ist. Kannst du mich grüßen? Ganz liebe Grüße an dich. Das ist gruselig. Wir haben jetzt genug Spooky Stories gelesen. Wir machen jetzt eine Candy Challenge, Leute, im dunklen Wandschrank. Und so habe ich einmal hier diese Takis gefunden. Die sind nicht scharf, aber die sollen wohl irgendwie nach Churro schmecken. Mal gucken, wie die schmecken. Bislang ist jetzt nichts weiter Gruseliges passiert. Die sehen aber aus wie Takis. Hä? Ich dachte, die sehen jetzt aus wie Churros. Lecker. Wow. Dann haben wir hier Joyride. Diese Edition. Die sind ja, meine ich, von einem bekannten YouTuber.
Sour Strawberry Ropes heißen die. Mal gucken, wie die schmecken. Boah, die riechen extrem. Das sind solche sauren Schlangen mit so einer weißen Füllung, glaube ich, drin. Boah, die sind mega klebrig. Die sind diesmal echt lecker. Dann haben wir noch Sour Patch Kids Strips. Oh mein Gott, das ist meine absolute Lieblingssüßigkeit, Sour Patch. Leute, habt ihr es gehört? Es hat gerade richtig heftig gegen die Tür gehämmert. Leute, was war das? Hallo? Ist da wer? Leute, ich habe Angst. Warte, was ist das? Ah, da ist eine Hand! Seht ihr die Hand? Oh mein Gott, no way. No way! Nein! Ist das gruselig? Ist verschwunden. Leute, ich glaube, ich gehe lieber hier nicht mehr raus. Was ist da draußen?